Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar habe ich was Kleines zu berichten. Es sollte eigentlich heute mit dem ersten Video zum Falken bzw. mit dem ersten KI-Kampf losgehen. Leider ist mir da was aufgefallen, was ich noch ändern muss, und ja, genau, deswegen kommt heute dieses Video, wo nochmal König Ludwig gegen Saladin antritt. In dem einen Video, das gab es ja schon mal, so ein 3 vs 3, da war das ja noch relativ verbuggt, wo der Barmherzige, so wie er damals hieß, noch die riesige Burg hatte und der Sammelbug und so weiter und so fort, na bla bla bla. Und genau, deswegen würde ich heute einfach mal nochmal so ein 1 vs 1 Match machen. Das geht, denke ich, hoffentlich relativ schnell, weil ich nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen, weil ich dann auf Arbeit gehen muss, und deswegen, ja, genau, hoffe ich einfach mal, dass das hier schnell oder relativ schnell zur Entscheidung kommt und nicht wieder so lange dauert wie gegen den Safar, ne, damals in dem 2 vs 1. Ja, genau. Wir spielen hier auf Silence mit 4000 Gold, König Ludwig gegen Saladin, und wir gehen rein. So, also, der König Ludwig hat hier seine Burg 4 bekommen, und darüber möchte ich euch wieder so ein bisschen was erzählen. Ja, dass es hier unten halt immer noch so ein bisschen flackert, das regt mich extrem auf. Ich habe, wie gesagt, alle Fenster minimiert, auch mein Aufnahmeprogramm, also OBS, und ja, ne, genau. Ich hoffe, ich habe hier soweit an alles gedacht bei der kleinen Überarbeitung hier mit der Waffenkammer. Ich bin mir aber gerade gar nicht mal sicher. Wenn nicht, dann hat er halt einfach 2. Ich meine, ist es so schlimm? Ich weiß es nicht. Hier stehen halt die Waffenproduktionen manchmal ein bisschen still, aber naja, wir schauen einfach mal an, vielleicht habe ich trotzdem dran gedacht, ja, genau. Na, ich denke, dieses Flackern, nee, es kommt auch so noch relativ oft. Ja, keine Ahnung, wie man das genau beheben kann. Ich hatte da auch schon mal nachgefragt, da wissen viele Leute nicht wirklich, was man da tun kann. Aber gut, das soll uns jetzt nicht aufhalten von dem KI-Kampf hier. Wir gucken einfach dem Aufbau vom König Ludwig von Burg 4 zu und schauen mal, wie die so ausschaut. Hier kommen noch die ganzen Türme angelaufen. Der Ochsenjoch ist hier genau gedespawnt, also das dieses Tor aus hier gesetzt hatte. Und ja, es sieht ein bisschen anders aus, klar, ist auch Burg 4, jede Burg sieht ja anders aus von dem Kerl hier. Und wenn die dann mal irgendwann aufgebaut ist, dann werde ich dann auch wieder ein paar weise Worte dazu sagen. Ich gucke bloß gerade selber mal, ob ich hier irgendwas noch vergessen habe. Aber ich denke, das mit den Türen hier überall, die Mauer passt perfekt noch ran. Ja. Ob das hier alles gut ausschaut? Ja, genau, ne? Ich denke schon. Ne, er hat noch die 2 Waffenkammern. Was natürlich ein bisschen doof jetzt ist, weil die Waffenproduktion schon immens ist, aber dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich zum nächsten Video, oder wenn es halt dann alle 8 Burgen reinkommen in die Liste quasi, dass er dann, wenn er Burg 4 auswählt, dann auch die 3 Waffenkammern hat. Na, wie sieht es hier beim Saladin aus? Ja, der baut hier auch noch
seine Burg auf, aber gut, das sollte jetzt nicht so interessant sein, weil Saladin kennt ja jeder. Ich denke, soweit ist die Burg aufgebaut, oder? Fehlt hier noch irgendwas? Ich guck mal gerade. Nee. Jetzt fehlt hier nur noch der Burggraben, der wird aber gerade ausgehoben. Und ja, hier vor allem, da muss der Burggraben schleunigst hin, sonst ist die Burg noch offen. Ich guck mal, wie viele Truppen die beiden hier haben. Saladin ein bisschen mehr Truppen. Ja, ansonsten gehe ich hier mal noch mal ganz kurz runter. Also wie gesagt, der Burggraben fehlt hier noch an manchen Stellen. Aber gut. Ja, Burg 4 ist wieder so eine spezielle Burg, die ich mir ausgedacht hatte, vor allem in der Front. In der Front lasse ich mir ja meistens immer so, ja, sehr putzige Sachen einfallen lassen. Hat auf jeden Fall hier 1, 2, 3 frontale große Türme, einen Turm auf der rechten Seite und einen Turm hier hinten. Der Turm hier hinten ist, glaube ich, nicht ganz so relevant wie die Türme hier vorne. Hat hier vorne so einen leichten Doppelring, aber nicht komplett, ne? Also hier die Torhäuser, wie man sieht, sind ja alle dann einzeln wieder gefasst. Dann hier vorne noch ein paar Tower 2 und Tower 3. Und ja, hier hinten dann noch in Tower 2, 3 und nochmal in Tower 3. Und ja, hier nochmal so einen angedeuteten Doppelring, wo auch dieser Turm hier vorne keine Mauer besitzt, sodass er halt gut angegangen werden kann von angreifenden Truppen. Speziell Schwachstellen würde ich sagen, auf jeden Fall hier die offenen Stellen, die nur mit Burggraben halt geschlossen sind. Hier hinten und da. Wenn da einmal ordentlich Buddeltruppen, gut, ja, ich weiß, hier ist wieder ein Feld Burggraben, aber ich schreibe mir das alles auf. Ich habe mir jetzt so einen Zettel und einen Stift zurechtgelegt, um zu schauen, wie denn oder was denn noch umgebaut werden muss oder geändert werden muss, dass es dann final halt passt. Ne? Genau. Aber wie gesagt, hier die Schwachstellen mit dem Burggraben, wenn da einmal ordentlich Buddeltruppen rankommen, dann ist da halt schnell aufgebuddelt. Genauso wie die kleinen Torhäuser hier links und rechts. Das Torhaus hier ist ein bisschen weniger geschützt als das hier, weil bei dem hier genau der Tower 2 noch davor steht mit den Armbrustschützen. Gut, wenn da irgendwann die Massen vom Safar oder so ankommen, dann ja, ist hier dann auch nicht mehr so viel zu sehen von dem Torhaus. Jetzt kommt hier Saladin raus und König Ludwig kommt auch gleich mit raus. Quasi einen Doppelangriff. König Ludwig verliert hier zwar seine ganzen Baumeister, was sehr schade ist. Somit kriegt er keine Sachen, also keine Belagerungsgeräte aufgebaut. Aber gut. Na, das sollte dann hier nicht mehr allzu gefährlich werden. Ich würde sagen, wir gehen ja gleich mal ein Stück hoch, ne? Weil die paar Schwertkämpfer machen beim Saladin nichts und die Schwertkämpfer machen hier beim König Ludwig auch nichts mehr, weil die sind schon tot, ne? Gut. Dann hier wieder viel Spielerei mit den Treppen hier. Ich mag das ja übelst, wenn hier so die ersten zwei Mauerstücke, ja. Die ersten zwei Treppenstücke so nach unten gehen und dann so ein niedriger Wall. Das habe ich jetzt auch bei den neuen Burgen vom Safar relativ oft gemacht. Nicht ganz so viel wie beim König Ludwig, aber ja, schon oft. Ich denke, sie sieht in meinen Augen echt hübsch aus, wenn das hier so dargestellt ist. Kommen Raid-Truppen vom Saladin ran, aber die machen nichts. Ja, genau, die Arme links und rechts, der hier geht so ein bisschen weiter. Ist aber nicht irgendwie noch mit einem Turm vorne versehen. Und hat hier eigentlich so einen doppelten Arm, weil hier ist auch nochmal so ein kleiner Fortsatz und hier halt dieser große.
Hier in der Mitte dann der Burggraben. Und hier links ist der linke Arm halt komplett umschlossen und dann mit einem Turm versehen. Besonderheiten bei der Burg ist, glaube ich, hier dieses Torhaus, was keinen Anschluss zur restlichen Burg hat, sondern nur mit Burggraben halt gesichert wird quasi. Das ist, denke ich mal, eine komplett andere Sichtweise, wie man das machen kann. Genauso das Torhaus hier hinten, aber das ist halt ohne Zugbrücke. Und ja, auch, ach so, hier hinten das Torhaus ist auch noch eine Schwachstelle, eine potenzielle Schwachstelle, weil es ja auch nur ein kleines Torhaus ist. Und ja, frontal hat er diesmal gar kein Torhaus, dafür halt hier links ein großes, auf der linken Seite halt zwei. Und genau, wir gucken jetzt hier erstmal kurz den Angriff an, aber das sollte, wie gesagt, nicht viel tun. Ja, Saladin braucht halt seine berittenen Horse Archer, damit die Türme hier räumen können. Ansonsten, ja, ist da halt sehr viel, ja, wie soll ich es jetzt sagen, dauert halt sehr lange, bis er halt durchkommt, ne? Mit den reinen Schwertkämpfern. Ja, hat auf jeden Fall hier einen direkten Burgfried-Zugang. Also wenn hier irgendwo, vor allem hier, dann ein Belagerungsturm ansetzen kann, dann ist da gleich direkt der Zugang gegeben. Hier die Truppen vom König Ludwig. Ja, gut. Saladin kommt gleich schon wieder raus. Hat immer noch nicht die volle Stärke von seinen Horse Archern hier ausgebildet bekommen. Der erste Tower 3 fällt hier schon. Die Front hier wird schon ordentlich zerbombt. Und es werden vor allem auch so ein bisschen die Türme angegangen. Der Turm hier ist schon ein bisschen angeknackst. Ja, der ist allgemein. Und der ist auch schon leicht angeknabbert. Ja, genau. Das ist eigentlich Burg 4. Hier mit den Sachen halt, die es halt hat. Hier so mit einem paar Spielereien mit der, was war denn das hier? Das weiß ich gerade gar nicht. Eine Hütte war das. Okay. Gut. Naja, wenn er es nicht nachbauen will, dann lässt es halt. Ich glaube auch, wenn der König Ludwig, müsste ich mal nochmal nachrechnen, wie viel Bevölkerung der allgemein braucht. Weil ich denke, so viele Häuser, da hat er, glaube ich, 16, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. 16 Häuser, was, glaube ich, ein paar zu viel sind. Dann müsste ich aber mal alles zusammenrechnen hier, wie viel Bauern er halt braucht, um halt seine Wirtschaft gut am Laufen zu halten und dann noch Truppen ausbilden zu können. Also ja, schaue ich mal. Werde ich dann nicht live machen, sondern also nicht während der Aufnahme, weil das interessiert, glaube ich, wenig die Leute, aber dann im privaten stillen Örtchen. Okay, es klingt so, als würde ich das auf dem Klo machen wollen. Aber ich kann ja schlecht meinen PC auf dem Klo mitnehmen. Deswegen, ja. Gut. Ich laber hier schon ein bisschen wieder dünnes Zeug, aber es ist auch relativ früh. Ich bin jetzt ist es um 10 am Mittwoch. Ich bin vor einer Stunde erst aufgewacht. Und um 1 muss ich heute, also 13 Uhr, muss ich heute auf Arbeit. Deswegen habe ich ein bisschen Zeitdruck. Und ich wollte halt unbedingt noch ein Video heute rausbringen. Eigentlich auch ein anderes Video, nämlich von der Map vom guten BM Backfish. Ne? Der hat mir eine Map geschickt und die wollte ich eigentlich schon zeigen. Bloß da gibt es ein paar Probleme mit solchen großen KIs wie Saladin und König Ludwig. Da gibt es halt wieder so einen Sammelbug und nochmal einen Sammelbug wollte ich euch jetzt nicht antun. Deswegen hier Silence und die Map vom Alter. Ja, schaut euch an. Die ganzen Türme hier. Eieiei. Okay, jetzt hat er, glaube ich,
seine gesamte Stärke von den Horse Archern, glaube ich, erreicht. Und er kriegt hier die gesamte Burg geräumt, was schon echt krass ist. Hier ist jetzt auch der Durchbruch. Ah ja, hier. Ah ja, der Turm ist hier weggeschossen worden oder weggeknabbert oder wie auch immer. Ja, hier noch ein bisschen Fallen, aber die sind jetzt mehr Beiwerk als hilfreich, denke ich. Ja, aber hier der Turm, also wenn der Turm hier fällt, das ist ein Tower 4. Der, oder? Ist es ein Tower 4? Oder ein Tower 2? Weil der Tower 4 steht, glaube ich, hier so oder so. Hier steht, glaube ich, der Tower 2. Ich weiß es bloß jetzt nicht ganz so. Okay, also hat auf jeden Fall doch schon Schwachstellen, wenn vor allem die Seite hier zerbombt wird. Und schaut euch mal die Burg hier an der Front an. Und vor allem der Turm hier ist schon auch ordentlich angeknackselt. Ja, König Ludwig hat hier ordentliches Nachsehen. Saladin hat auch ordentlich Gold. Eieiei. Und, okay. König Ludwig hat ja gar keine Außenwirtschaft mehr. Also keine Steinbrüche, keine Eisenminen. Alles klar, das tut natürlich weh. Gut, Saladin hat nur arabische Schwertkämpfer, die neutralen Angstfaktor haben. Und König Ludwig halt hier europäische mit positiven Angstfaktor. Ja, die Arbeiter stehen jetzt hier still, weil jetzt kein Eisen reinkommt. Jetzt hat er mal seinen ersten Steinbruch wieder aufbauen können. Eieiei, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus für den König Ludwig. Ich denke, wenn es hier doch relativ schnell gehen sollte. Wie gesagt, ich weiß die Aufnahmezeit jetzt nicht, weil ich, wie gesagt, das Fenster minimiert habe, damit ich eigentlich hier nicht diese großen Fenster-Bugs halt bekomme, sondern nur diese Taskleiste halt rumbuggt. Deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, wie lange die Aufnahme jetzt schon läuft, aber ich denke, das geht hier relativ fix. Wir haben ja auch erst 1209. Deswegen denke ich schon, dass man da vielleicht noch ein Rückspiel machen kann, wo die Positionen hier vertauscht sind. Aber, Alter, die Massen. Eieiei. Ja gut. Die Burg hat hier vor allem ja keine Massenvernichtungswaffen quasi, also keine Mangen wie Burg 5. Eine Nachricht von König Ludwig. Meine treuen Soldaten steht mir bei. Was ist denn hier? Oh. Hier ist... Eieiei. Hier ist auf jeden Fall... Der hat sich wieder zugebaut, deswegen... sind die Arabischen so ein bisschen verwirrt gewesen. Und die... hier gibt es ein bisschen Pferdesalami jetzt hier an der Seite, weil hier an der Seite durchgebrochen ist. Und ja, die ganzen... Eieiei, das sieht schon böse aus. Das Geschnetzelte von den Pferdchen da. Genau. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen wollte. König Ludwig bekommt hier schon ordentlich aufs Maul. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch einen Angriff rausbekommt. Ach, dieses Geflacker hier unten, ne? Ach Mann. Das stört mich echt. Also, das ist richtig nervig. Da ist mein innerer Monk nicht zufrieden damit, mit diesem Rumgeflacker. Es ist sehr, sehr anstrengend, das die ganze Zeit anzugucken. Wenn man das hier so ranzoomt, dann ist es nicht ganz so schlimm, aber dann sieht man halt nicht die schöne Übersicht. Naja, gut. Oder auch nicht. Ach, Manno. So, Saladin kommt hier wieder raus. Ja, er kriegt wie immer die Burg relativ gut geräumt. Und es sterben halt
kaum noch die berittenen Bogenschützen. Was halt schon krass ist. Man muss halt jetzt hier irgendwie die seitlichen Torhäuser ein bisschen aufbekommen, damit hier Durchbruch ist. Ja, jetzt ist hier Durchbruch gewesen bei dem Burggraben. Der wurde aufgebuddelt von den Speerträgern oder Speerkämpfern dann. Und ja, da war dann hier der Durchbruch und es sieht, Alter, der Turm hier, der hat kaum Leben noch. Das Torhaus ist hier auch schon stark angegangen. Der Turm ist hier relativ weg. Also ich glaube, König Ludwig kriegt noch was ist denn hier kaputt gemacht worden? Ein Heiler, eine Apotheke. Jetzt wurde sie nachgesetzt, okay. Also, ja. Der König Ludwig kriegt, glaube ich, noch einen einzigen Angriff raus. Und wenn er den dann versemmelt, dann ist halt Ende. Na, also wenn dann wieder Saladin angreift, dann ist Ende Gelände und ja, dann war es das mit dem guten Gung. Ja, er baut die Hütte hier nicht nach, weil er halt einfach zu viel oder ausreichend Bevölkerung hat. Das heißt für mich, ich schreibe jetzt hier mal auf den Zettel, lass es hier mal so hin. Also, Burg 4, ne? Burg 4, wir machen das alles live, damit ihr auch wisst, dass ich mir das aufschreibe und dann notfalls ändere. Oder was heißt notfalls? Ich werde das auf jeden Fall ändern. Gucken hier erstmal hin, wie hier der Saladin den ganzen Burggraben hier aushebt. Hier ist bald wieder Durchgang. Ja, genau. Jetzt ist hier offen. Eieiei. Okay, jetzt schalten hier alle Truppen um. Aber König Ludwig hat hier noch gut Angriffstruppen daheim. 311. Ja, er verliert ein paar Truppen, ist klar, aber seine Hauptarmee steht noch. Jetzt muss er halt aufpassen, dass er nicht angezündet wird, weil wenn hier angezündet wird, dann tut's halt sehr weh und dann ist halt einfach, dann ist Ende. Also wenn er hier brennt, dann ist Ende Gelände. Aber gut, wir schauen hier einfach mal. Warte, ich mache euch hier die Übersicht an und dann gucken wir mal. So, also Burg 4, ne? Was hatte ich gesagt? Eine Waffenkammer hinzufügen. Waffenkammer dazu. So. Dann Burggraben. Front. Überarbeiten. So. Na. Dann gibt es hier noch irgendwas, was mir jetzt schon auffällt. Vielleicht hier noch ein paar Türme einbauen. Vielleicht hier die Mauer hier noch weg. Oder so. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten müsste ja eigentlich alles so funktionieren, oder? Schätze ich mal. Ach so, ja. Häuser bearbeiten. In Klammern entfernen. Bevölkerung zählen. So, mache ich eine große Volkszählung. Werden sie alle. Ja, hier sind nämlich noch immer noch Hütten eingerissen. Ludwig hat hier fast 500 Truppen. Ich weiß nicht, wann er rauskommt. Aber ja, Saladin hat jetzt kommt er raus. Eieiei. Das sieht natürlich gar nicht gut aus. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Puff, und da liegt er in der Ecke. Naja, gut, alles klar.
Lass mal sein, ne? Ja, Angriffstruppen. Angriffsarmbrustschützen machen jetzt nicht so viel. Sind vor allem sehr schnell weggeschossen gegen die arabischen Bogenschützen hier. Und jetzt kommt seine ganze Schwertarmada angelatscht, angewackelt. Aber gut, das sollte jetzt, denke ich, nicht mehr so viel machen. Ich glaube, er braucht halt einfach einen Unterstützer quasi, der sich dann halt mal, oder der sich mit auf den Saladin halt drauf wirft. Ich denke so an eine Stufe 2 oder Stufe 1 KI, also er könnte ja theoretisch mit dem Falken zusammenkämpfen oder mit dem Nordian. Das ist ja so ein Dream Team. Jetzt ist zwar hier der Durchbruch, aber das sollte jetzt nicht mehr allzu viel machen. Schwertkämpfer, ja, haben zwar sich am Anfang relativ gut geknubbelt, aber jetzt ist schon wieder Ende. Ja, die Horse Archers sind auf jeden Fall der Trumpf vom Saladin. Hätte er da weniger, dann wäre das nicht ganz so schlimm für den König Ludwig und dann könnte er wahrscheinlich auch hier besser durchkommen. Er kommt auf jeden Fall durch, aber so wird es halt nichts. Ja, er hat zwar 5000 Gold hier angesammelt, aber wir gehen hier hoch und schauen, wann der Saladin wieder angreift und gucken dann mal, in welchem Jahrhundert der König Ludwig hier das zeitliche segnet. Das Tor ist hier auch schon ordentlich angeschossen. Er wird es auf jeden Fall verlieren, weil, ja, wenn halt einfach Saladin mit seinen ganzen Horse Archern hier die Burg geräumt bekommen, wie in den letzten Angriffen, und dann die Nahkämpfer halt reinströmen, dann ist halt einfach, Ende. Und ja, der Saladin bildet ja auch immer mehr, immer mehr arabische Schwertkämpfer aus. Und ja, jetzt teilen die sich zwar hier so ein bisschen auf, was nicht ganz so schlau ist, aber ja gut, er schickt jetzt hier seine paar Truppen wieder zurück. Jetzt hat er hier wieder zugebaut. Okay. Es geht doch länger, als ich dachte. Ich dachte hier, König Ludwig fällt hier schon eher. Er hat sich ja schon einmal bedroht gefühlt. Und jetzt brennt er. Oh, das ist bitter. Jetzt brennt er. Er hat hier Brunnenarbeiter. Wie viele hat er denn hier bei der Burg? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo sind denn die hier? Ach, hier vorne steht einer. Dann, ja, er kriegt sich gelöscht. Aber das war schon wirtschaftlicher Schaden. Und er hat nur 187. Oder ein Sack Zwiebeln. Ja, er hat ja hier 187. Scheiße, oh Mann. 187 Truppen nur noch. Kriegt zwar hier noch Stein rein, aber die werden jetzt hier auch weggeradet. Yay, weggeradet. Ja, hier. Ach nee, er hat ja draußen noch einen Brunnen. Da hat er noch einen Brunnen. 3. Ich glaube hier oben noch. Ich glaube das hier. Was ist das? Ich sehe es jetzt nicht. Ne, das ist ein Schrein. Hier draußen steht noch einer, wenn ich den nicht schon doppelt gezählt habe. Und da steht noch einer. Also ich glaube 5 oder 6 sind es jetzt insgesamt. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ja, die Burg ist immer noch offen. Kriegt halt nicht mehr die Truppen ran. Gehen hier wieder hoch. Kriegt zwar, jetzt ist wieder die Burg, glaube ich, geschlossen. Und er bildet jetzt wieder ein bisschen Angriffstruppen aus. Beziehungsweise muss er ja jetzt auch wieder Verteidiger ausbilden. Was natürlich hier ist noch ein Pfeilmacher, der
kaputt ist. Jetzt wurde er nachgebaut. Was ist das? Rüstungsschmiede. Fehlt noch hier. Ja, also so langsam und so wirklich, nee, wie sagt man dazu? Aber so langsam wird halt der König Ludwig hier zermürbt. Geht dann doch schon relativ lang, also weiß ich nicht. Ne, ich dachte so 1210 ist dann Ende oder so. Ende Gelände. Und ja, hier, auf jeden Fall kriegt der Saladin hier schon sehr, um jeden Angriff jetzt schon die Burg halt komplett geräumt, die ganzen Türme halt weggeschossen. Und also von den Verteidigern quasi, sodass halt nur noch die Angriffstruppen halt drinne sind. Es leckt hier schon ordentlich. Na gut, es sind auch schon ordentlich Truppen. Jetzt haben sie sich hier, ne, was haben sie denn hier gemacht? Sie hatten sich, glaube ich, hier so eine Treppe geschossen. Nachricht von König Ludwig. Meine treuen Soldaten steht mir bei. Ja, hier sind noch ein paar Schwertis. Kriegt sich wieder verteidigt, oder? Kann das sein? Ja, er kriegt sich wieder verteidigt. Gut, also dann wird es, glaube ich, mit dem Rückspiel dann doch nichts. Schade, ich hätte gerne eins gemacht, aber ich muss halt auch leider auf Arbeit und dann wieder die ganzen Leute durch die Gegend karren. Ja, na, das ist natürlich dann wieder doof. Deswegen schauen wir mal, wann hier Saladin da den König Ludwig hier endlich geknackt bekommt. Muss, glaube ich, um die 1000 Truppen erst ansammeln, bis hier er mal so viele Schwertkämpfer hat, dass er den... Aber er hat halt auch schon wieder 300 Truppen. Ja, es ist halt nicht einfach, ne? Wir warten jetzt mal noch einen Angriff ab vom Saladin und dann würde ich mal den ersten Zeitraffer hier reinhauen. Zwischenzeit kann ich ja noch ein bisschen rumlabern. Ich finde ja auch die Map sehr hübsch. Apropos, die Map vom Backfisch werde ich ja dann in dem Video vom Falken rein oder zeigen, weil der Falke ja nicht so eine große KI ist, wie hier König Ludwig oder Saladin und seine Gegner ja auch nicht so große Bogen bauen. Und die Map sieht auch sehr hübsch aus, also da muss ich schon echt sagen, es ist schon echt viel Liebe und sehr viel Arbeit und Zeit wahrscheinlich auch reingeflossen. Deswegen werdet ihr die dann im nächsten Video sehen. Und ja, mit den Burgen von den ganzen KIs bin ich jetzt auch bei dem Safar zumindest jetzt bei der vorletzten Burg, glaube ich. Also Burg 7 und 8 fehlt noch. Und dann müsste dann bald, hoffentlich bald, so ein Video kommen wie beim König Ludwig, als ich hier die 8 Burgen halt vorgestellt hatte. Ja, na, genau. Das wird dann, denke ich, nochmal ganz cool werden. Hier, warum rennen die Horse Archer hier nicht so rum? Eieiei, das leckt hier aber schon ordentlich. Sind halt auch ordentlich Truppen. König Ludwig, Alter, der verliert hier kaum Truppen und schnetzelt halt alles weg. Aber naja, gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier in den ersten Zeitraffer. König Ludwig braucht ja auch so 550 Truppen und wir sehen uns gleich wieder.
So, da kommt hier König Ludwig mal wieder raus. Seit Ewigkeiten mal wieder. Also der Saladin fährt hier Angriff und König Ludwig muss hier einfach sehen, wo er bleibt. Und ja, was aber wahrscheinlich sehr problematisch sein könnte, denn Saladin kommt jetzt auch bald wieder raus, denke ich. Weil er jetzt schon fast 100 Truppen schon wieder verloren hat. Ach Mensch, ich dachte eigentlich, das geht nicht so lange. So ein Bums. Mann. Aber gut, im Rückspiel ist ja eigentlich das Gleiche. Ist halt nur seitenverkehrt, ne? Und irgendwann ist halt, ja, der Saladin wieder so am Drücker, dass das halt, ja, nicht mehr. So, meine lieben Freunde, also, ihr habt jetzt wahrscheinlich einen Schnitt gesehen. Der Grund für den Schnitt ist, und man sieht es auch hier unten schon, dass das OBS meine Aufnahme von knapp einer Stunde auf 40 Minuten runter reduziert hat. Na? In dem vorhergehenden Video ging das ja noch bis 1268. Ich wollte jetzt eigentlich bis dahin warten. Aber ja, das ist jetzt hier schon bei 1234 geschehen, die Entscheidung, glaube ich. Denke ich. Und wir schauen einfach mal, ob er es hier schafft, der Saladin, den König Ludwig hier wegzuschnetzeln. Es sind noch ein paar Truppen, aber ja, die kommen schon ordentlich weit. Hat auch seine ganze Wirtschaft abgerissen, der König. Und wir schauen einfach mal, ne, er kriegt sich noch verteidigt. Auf jeden Fall habe ich ultra viel noch geredet. Ich weiß zwar nicht mehr was, weil ich konnte nicht mehr meine andere Aufnahme ansehen. Was natürlich extrem doof ist. Aber ja, deswegen ist es jetzt so, ne? Ich spule hier wieder hoch und schaue einfach mal, dass vielleicht OBS jetzt nicht abstürzt und meine Aufnahme schrottet, weil das wäre sehr doof, wenn das nochmal passiert. In dem anderen Video habe ich, glaube ich, nochmal gesagt, dass ich weiß jetzt nicht mehr, was ich genau gesagt hatte, nach dem Desaster. Aber ich hatte auch überlegt, ob ich das ganze Ding nochmal neu aufnehme. Aber ich habe halt heute nicht so viel Zeit. Ich muss 13 Uhr auf Arbeit und wollte eigentlich vor meinem Arbeitsbeginn noch das Video hier online bringen, damit ich halt meinen 2-Tages-Rhythmus halt einhalte, den ich mir halt selber so ein bisschen gesetzt hatte. Ich habe mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Weiß jetzt nicht, ob ich das davor oder danach gesagt habe, aber ist ja jetzt auch egal. Was hier noch zu ändern ist, quasi. Und ja, genau. Jetzt ist hier schon eher die Entscheidung. Ich weiß jetzt nicht, das Saladin hat ja auch eine andere Burg gebaut als in dem ersten Teil quasi vor dem Schnitt, und ja, kriegt ihn dadurch wahrscheinlich noch ein bisschen eher weggereckt, aber das sollte jetzt hier gleich Ende Gelände sein. Ja, okay, das ist ja gleich entschieden. Ich denke, das ist dann auch okay. Ihr seht auf jeden Fall das Ergebnis, dass hier Saladin von König Ludwig. Meine treuen Soldaten steht mir bei. dass hier Saladin den König Ludwig hier geschlagen oder geknackt bekommt und somit der Saladin hier siegreich rausgeht. Auch geil, wie die Horsarsche hier auf der Mauer herumlaufen, obwohl es ja Pferde sind und ja eigentlich nicht so wirklich auf der Mauer drauf rumlaufen können. Aber in dem Spiel geht halt alles. Er kriegt sich trotzdem noch verteidigt, weil Saladin hier einfach zu blöd ist, seine eigenen Truppen
in den Sieg zu schicken, sondern lieber noch ein bisschen wartet. Was machen denn die hier jetzt? Die knabbern jetzt hier an dem Turm, oder was? Oder wie verstehe ich das? Ja, er schießt jetzt hier seine eigenen Truppen noch ein bisschen ab, okay. Was macht er denn? Aber ich denke, das sollte hier noch ausreichend sein. Ja, das sollte hier noch ausreichend sein. Gehen hier runter mit der Geschwindigkeit, damit wir schön alle Nachrichten hören. Und dann hoffe ich mal, das OBS, bitte, bitte OBS, lass meine Aufnahme heil. Ich will nicht nochmal so lange warten. Ach ja, in der anderen ursprünglichen Aufnahme hat Saladin über 1100 Truppen gebraucht. Jetzt hat er, glaube ich, so um die 900. Ich knie nun vor euch. Bitte verschont aber mein Volk. Ja, genau. So, die richtige. Eine Nachricht von Saladin. So soll es sein. Noch jemand ist vor mir gefallen. Es ist auch die richtige Botschaft hier zu hören. 377.000 hat der Saladin in der vorherigen Aufnahme hat er 547.000 Gold erwirtschaftet, 261 Gebäude. Ja, und hatte auch mehr Truppen. Der Truppenunterschied war vorhin knapp 5.000 Truppen, jetzt sind es hier bloß 3.000 Truppen, aber ich denke, man sieht, dass Saladin dank seinen Horse Archern da auf jeden Fall besser klarkommt und dem König Ludwigs schon sehr stark gefährlich werden kann. Er braucht halt einfach Unterstützung von der Stufe 1 oder Stufe 2 KI. Ja, genau, na, auf jeden Fall sollte das gewesen sein. Ja, sorry auf jeden Fall, dass das jetzt so abrupt war. Hatte es mir natürlich auch anders gewünscht oder hätte es mir auch anders gewünscht. Aber gut, wenn halt OBS meint, es muss meine Aufnahme kaputt machen, dann muss es halt so sein. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat der Kampf und das Video hier an sich gefallen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da, abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Also es sind ja immer noch relativ viele, die ohne Abo hier die Videos gucken. Wie gesagt, es würde mir auf jeden Fall sehr viel helfen, zu wachsen und noch mehr zu erreichen und ja, so ein bisschen meinen Content, meinen verwirrenden, manchmal ein wenig, wie sagt man dazu, durcheinander gewürfelter Content quasi anderen noch beizubringen oder darzubieten. Ja, gut. Ich höre jetzt auf zu labern. Wie gesagt, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis bald. Tschüssi.